Hallo, ich bin der Felix, Azubi in der Notebook-Werkstatt bei EPC Computer und heute zeige ich euch einen Teardown von diesem Medion Akoya S6445, welches auch beispielhaft für viele andere Medion-Geräte benutzt werden kann, da die Medion-Geräte meistens sehr ähnlich aufgebaut sind. Zuerst einmal beginnen wir damit, hier die Gummifüße aus den Löchern zu entfernen, damit wir an die Verschraubungen der Bodenplatte rankommen. Nachdem die Gummifüße erfolgreich entfernt wurden, nehmen wir unseren ganz normalen Kreuzschraubenzieher und entfernen die Schrauben aus den Verschraubungen, damit man die Bodenplatte lösen kann. Nachdem man nun die Schrauben erfolgreich aus der Bodenplatte gelöst hat, kann man sich ein kleines dünnes Werkzeug zur Hand nehmen und damit vorsichtig zwischen die Bodenplatte und das Topcase gehen und damit die Bodenplatte von dem Topcase lösen. Dies einmal ringsrum um das Notebook machen, damit alles gelöst ist. Das knackt auch ab und zu etwas, das ist aber normal, da braucht man keine Angst haben und dann löst sich das schon recht einfach dann aus der Bodenplatte raus. Nach dem Entfernen der Bodenplatte hat man direkt das Mainboard mit allen Bauteilen vor sich liegen. Hier sieht man den Akku. Dazu haben wir auch ein separates Video noch bei uns gedreht, wo man den Akkutausch separat sieht, dass man das nochmal genauer erklärt hat. Den RAM sowie die SSD, die hier drunter sitzt, haben wir auch einzeln zum Upgraden, also mit besserer Speicherkapazität und bei dem RAM mit schnellerem RAM, bei uns im Shop angeboten. Und falls sich jetzt schon Ihr Gerät etwas davon unterscheiden sollte, von dem, was Sie hier gerade sehen, können Sie auch bei uns in der Videoserie Notebook von innen mal nachsehen, ob Sie Ihr Gerät spezifisch finden können. So, nun fangen wir beim Auseinanderbauen erstmal mit dem Akku an, das ist das Wichtigste, damit alle Bauteile erstmal stromlos sind. Dazu lösen wir die 4 Schrauben, die hier in dem Akku ansitzen, und entfernen anschließend das kleine Kabel hier aus der Führung. Nach dem Entfernen des Akkus lösen wir erstmal die ganzen Kabel, die an dem Mainboard angeschlossen sind, damit man nicht aus Versehen beim Ausbau des Mainboards eventuell gewisse Kabel abziehen könnte. So. Nachdem man nun alle Kabel gelöst hat, können wir anfangen mit dem Ausbauen des Lüfters. Das ist das erste große Bauteil, das noch los ist, zuzüglich zu dem Akku. Hier darauf achten, dass man alle Schrauben des Lüfters löst und danach kann man diesen einfach herausnehmen, das Kabel noch kurz entfernen und zur Seite legen.
So, nachdem wir den Lüfter entfernt haben, entfernen wir hier die zweite Platine. Dazu auch die beiden markierten Schrauben lösen. Das erkennt man auch hier, damit man wieder weiß, wo die Schrauben danach wieder eingeschraubt werden. Danach kann man die Platine einfach vom Topcase entfernen. So, danach entfernen wir die SSD von dem Mainboard. Und schon können wir anfangen, das Mainboard selbst aus dem Notebook herauszunehmen. Nachdem man die Schrauben des Mainboards gelöst hat, kann man das Mainboard langsam mit etwas vorsichtigen Wackelbewegungen aus dem Notebook entfernen und ebenfalls zur Seite legen. So haben wir schon das meiste aus dem Notebook ausgebaut und jetzt fehlt nur noch das Lösen der Scharniere, um das Topcase ganz von dem Gerät zu trennen, und das Entfernen des Touchpads und der Lautsprecher. Die Lautsprecher sind meistens nur eingelegt, die kann man vorsichtig aus den Gummihalterungen herausholen und dann mit dem kleinen Kleber hier auch lösen. Auch auf der anderen Seite eben auf die kleinen Gummiösen achten, diese sanft aus der Führung lösen und dann kann man den Lautsprecher schon nehmen. Nun entfernen wir das Touchpad mit den 3 oben liegenden Schrauben. Die werden gelöst und danach kann man das Touchpad ganz einfach anheben. So, und das Touchpad aus dem Topcase entfernen. Zuletzt lösen wir noch hier die Schrauben der Scharniere. Diese sind ebenfalls wieder gekennzeichnet mit kleinen Pfeilen, damit man nicht aus Versehen in die falsche Schraubenführung eine Schraube einschraubt. Das wäre jetzt nicht weiter schlimm, aber das fällt dann nach dem Einbau wieder auf, wenn man versucht, das Topcase zu verschrauben, das Bottomcase zu verschrauben. Und dann wäre zum Beispiel hier eine Schraube drin, dann müsste man das Bottomcase wieder lösen. Das wäre jetzt, wie gesagt, nicht weiter schlimm, aber würde halt etwas Zeit kosten danach. Deswegen einfach auf die kleinen Pfeile achten, wo die Schrauben wieder im Ende hineingehören. Dann kann man die Scharniere etwas nach oben biegen mit einem kleinen Werkzeug. Wir machen das mit einem Flachschraubenzieher und dann das Topcase aus dem Gerät entfernen. Der Zusammenbau nach dem Reparieren ist dann einfach wieder die Rückwärtsreihenfolge, wie man es am Anfang gemacht hat. Und wie gesagt, darauf achten, dass der Akku erst zu allerletzt angeschlossen wird, nachdem alle Kabel und alle anderen Bauteile schon verbaut sind.
Falls ihr euch trotz unserem Video die Reparatur nicht selbst zutrauen solltet, bieten wir bei uns im Shop auch bei den Ersatzteilen direkt eine Reparaturpauschale an, damit ihr die Preise direkt in einem großen Rahmen seht. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen helfen bei eurem Gerät und viel Spaß beim Reparieren.